Hallihallo, witam zapraszam zu einer neuen Folge Schlemmen mit Przemek. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein Lieblingsgericht, was mich immer an meine Kindheit erinnert, an meine Herkunft, an Polen, wo ich dann aufgewachsen bin. Ich habe ja bis 15. Lebensjahr in Polen gelebt. Und bei uns war es Tradition, oder man hat sich immer gefreut auf Sonntag. Und Sonntag gab es immer Rouladen. Das hat meine Mutter oder meine Oma immer gemacht. Und wenn ich Rouladen höre, dann denke ich immer an die Sonntage zu Hause von früher, an wo ich Kind war. Und immer wenn ich selber mache, so Rouladen, dann ist das für mich auch immer so was Besonderes. Immer am Sonntag, wo die Eltern alle zusammen waren und wo wir als Kinder da waren. Und meine Mutter hat immer den ganzen Tag gekocht, weil da braucht man ja Zeit. Das muss ja 4-5 Stunden in den Backofen. Und das hat immer geduftet und gerochen bei uns in der Küche. Und genau. Und das möchte ich euch heute zeigen. Einfach mal die Rouladen, die ich so aus meiner Kindheit kenne. Und dann dazu mache ich heute Blumenkohl polnischer Art. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, wo ich in Polen gelebt habe, wusste ich gar nicht, dass es einen Blumenkohl polnischer Art gibt. Erst hier bei der Ausbildung zum Koch gab es ja Fächern, wo man da gelernt hat, bestimmte Spezialitäten aus Europa. Und da haben wir tatsächlich es kennengelernt. Ja? Also ich persönlich habe das dann kennengelernt. Es scheint schon länger zu sein. Und jetzt, das möchte ich euch auch zeigen, das ist ein Blumenkohl, der ist gekocht. Und dann gibt es eine Marinade aus Butter, Petersilie, gekochten Eiern. Und der Blumenkohl wird nachher dann angebraten, angeschwenkt im Ganzen. Ist eine leckere Sache, mit ein bisschen Salz, Pfeffer abgeschmeckt, ein bisschen Muskat. Eine feine Sache. So, Rouladen, genau. Fleisch, heutzutage Fleisch, ganz gefährlich, Rinder und was sie nicht alles machen mit unserer Umwelt. Das gab es ja vor 100 Jahren, das wird es wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren auch geben oder 100 Jahren. Für mich wichtig, guckt euch das mal an, wo ihr das Fleisch kauft. Geht zum Metzger des Vertrauens oder habt ihr jetzt irgendwie jemanden, der vielleicht doch einen Bauernhof hat, wo der schlachtet. Ich habe mein Fleisch von meinem Schwager, der hat im Norden, in der Nähe von Flensburg, Rinder auf der Weide. Da weiß ich dann immer, wo ich das Fleisch bekomme. Und deswegen kann ich auch mit ruhigem Gewissen ein bisschen Fleisch essen. Man soll auch jetzt nicht übertreiben, aber früher war es ja auch so. Das war Fleischessen, war ja immer Sonntagsessen. Deswegen gab es ja vielleicht bei uns immer nur Fleisch am Sonntag und dann immer Rouladen oder ein Gulasch. So, also da brauchen wir dann einen schönen, frische Rouladen. Die lässt euch am besten schon zuschneiden. Ungefähr 180-200 Gramm pro Person. Dann brauchen wir Gurken, Speck, Zwiebeln für die Füllung. Und dann brauchen wir ein bisschen Senf. Und für die Soße brauchen wir dann Mirepoix, das ist französisch, Mirepoix. Da gibt es ja noch Brunoise, das sind ganz feine Würfel. Und für die Soße brauchen wir Mirepoix. Und das sind ja grobe Würfel, die man dann anröstet und dann eine leckere Soße gibt. Ja? Also kauft euch am besten auch, in jedem Laden gibt es ja also diese Suppengrün. Ja, da ist ein Sellerie dabei, Karotte, ja, ein bisschen Lauch ist da drin. Ich habe jetzt meine Zwiebel geschält. Da habe ich jetzt die Zwiebelschalen auch mir auf die Seite gelegt. Die kann man auch gerne in die Soße reinmachen. Also nichts wegschmeißen. Alles kann man verwenden. Bisschen Mondamin zum Abbinden. Man kann das ja mit der Mehlstärke machen. Einfach Mehl mit Wasser anrühren. Ich habe aber einfach Mondamin, Soßenbinder für die braune Soße. Lecker. Und da brauchen wir Rotwein. Immer dran denken. Ja, die Soße ist immer nur so gut, wie der Wein ist. Ja, ich habe hier von meinem Freund, von Adolf Bayer aus Esslingen, schönen Rotwein. Schenkenberg, trocken. Den mache ich dann in die Soße. Ich merke ja, die Flasche ist nicht ganz voll. Genau, weil der Koch muss ja auch noch was trinken. So, und jetzt geht's los mit den Rouladen und das zeige ich euch gleich. So, bevor wir richtig loslegen, müssen wir ein bisschen vorbereiten. Ich habe mir jetzt hier hinten Wasser aufgesetzt schon mit einem Esslöffel Salz.
Und dann würde ich als erstes gerne den Blumenkohl da reinmachen, dass er kocht. Dann zeige ich euch mal, wie man sowas macht. Den Blumenkohl einfach nehmen. Ich habe jetzt die Blätter schon entfernt. Die kannst du auch gerne im Laden entfernen. Ja, da gibt es eine Möglichkeit, das da zu lassen. Da braucht man nicht so viel Abfall mitnehmen. So, und dann einfach mit so einem kleinen Messer immer so Röschen ausschneiden. Ja, so einfach am Strung entlang. Ja, hier alles so runter schneiden. So. Ja. Immer frisch vom Markt oder kauft euch dann irgendwo in so einem Gemüseladen oder so, dass er immer frisch ist. So, das kommt jetzt hier weg. So, und jetzt kann man das hier nachher schön so auseinanderbrechen. So, wenn die Röschen ein bisschen groß sind, dann kann man das einfach auch mal in die Mitte halbieren, dass sie dann schnell und gleich gar sind. So, wunderbar. Und das, also hier ist noch ein bisschen was von dem Strung. So, und das packe ich einfach mal ins Wasser und dann 10 Minuten kochen lassen. So, dann kann man da die Reste auch weg. Den Strung, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne klein schneiden. Ich sage ja, das ist alles Gemüse, nicht wegschmeißen. Ja, dazu die Zwiebel rein, das nehmen wir nachher für die Soße. So, dann brauchen wir Petersilie, ungefähr 30 Gramm. Ja, das alles nicht wegschmeißen. So, die ganzen Reste hier abschneiden. Das kommt nachher auch in die Soße rein. So, und die Petersilie dann ganz fein schneiden. So, schön haken. Nehmt euch ruhig so ein großes Messer, wo man schön es haken kann. Hier vorne die Hand drauflegen. Ja, ein bisschen Druck ausüben, dass es am Holzbrett hängen bleibt. Und hinten mit der Hand schön von oben nach unten, richtig schön fein klein haken. So, das reicht. Das kann. So, wunderbar. Dann brauche ich noch einen Behälter hier. Und dann die Petersilie einfach da rein. So, das kann man jetzt auch auf die Seite stellen. So. Dann, so, Tomatenmark sehe ich gerade, das brauchen wir ja auch noch. So, und dann schneiden wir einfach das Gemüse jetzt. Das ist natürlich gewaschen, wird aber nicht geschält, weil das brauchen wir ja nicht schälen. Einfach in grobe Streifen oder Scheiben. Ich habe euch gesagt, Mirepoix. Das haben wir ja in der Schule gelernt, das war der Fachausdruck, also das wären halt quasi, man könnte das ja in so grobe Würfel schneiden, ja, und das wäre dann fachlich perfekt. Wir sind ja aber hier unter uns, ja, und ich sage euch ganz ehrlich, ob das jetzt in Würfel ist oder in Scheiben oder in Dreiecke, die Soße schmeckt nachher gleich gut, ja. Da brauchen wir uns da jetzt keine große Gedenke machen. So. Da hält man Sellerie, Karotten, so, den Lauch
Den schneide ich auch grob hier. Wunderbar. Hier ist auch noch ein bisschen Petersilie in den Suppengrün. Das muss jetzt nicht so fein sein. Ja. Dann kommen die Petersiliestängel von dem anderen Petersilien dazu. So. Und der Rest hier. So. Und das wäre jetzt unser Gemüse, was nachher dafür sorgt, dass die Soße auch lecker ist. Ja. Wunderbar. Und jetzt zeige ich euch tatsächlich, wie das mit der Rouladen geht. Was ich noch kurz vergessen habe, tatsächlich, das ist, wenn ihr sowas habt zu Hause, ein Lorbeerblatt, da brauchen wir für die Soße 2 Lorbeerblätter noch. Die nehmen wir dazu für die Soße. Und Wacholderbeeren, auch gut. Dann nehmen wir auch 4 Stück. So, nicht zu viel, sondern das alles so Wacholderbeeren, ein bisschen angehaut, das muss jetzt auch nicht sein. Aber 4 Stück, ja, einfach auf die Seite legen, passt wunderbar. So, dann geht's los mit dem Fleisch. So, das Fleisch ist schon geschnitten, das legen wir uns hier hin. So, wunderbar. So, dann brauchen wir Salz und Pfeffer. Das habe ich gerade geholt. Salz, schön salzen das Ganze. Pfeffer. So. Jetzt seht ihr hier die Oberschale. Aus der Oberschale wird das ja geschnitten. Hat hier so diesen Mittelstück. Ich drehe das halt immer so, dass ich das so nach oben einrollen kann. Dann brauchen wir Senf. Ja, ich denke, das ist ja so je nach Geschmack, aber ich sage ja so einen Esslöffel Senf immer drauf, also nicht Esslöffel, auf einen Esslöffel so einen halben Teelöffel, ja, das reicht ja. Ja, das muss ja nur so eingeschmiert sein. Also ich habe jetzt einen großen Esslöffel genommen, weil das besser zum Schmieren ist. Nehmt ruhig einen kleinen Teelöffel, macht es dann voll. So, wenn es irgendwie nicht reicht, kann man noch was dazulegen. Dann passt es auch. So, dann haben wir das mit dem Senf erledigt. So, dann brauchen wir Gurken. Wir können sie ja im Ganz hinlegen oder wir schneiden die so in Streifen. So, drei so halbe würde ich dann reinlegen wollen. So, oh, jetzt, bevor wir die Gurken reinlegen, brauchen wir noch einen Speck. So, ein Bacon, ein Frühstück-Bacon. Das könnt ihr ruhig schon fertig kaufen. Und dann das ja so drauflegen. So, in der Zwischenzeit sind die 10 Minuten rum. Das bedeutet, wir machen jetzt kurz Pause und nehmen den Blumenkohl, ausschalten und einfach abgießen und dann abtropfen lassen, dass es schön trocken ist. Ja? Der ist jetzt fertig gekocht. Ja? Dann probieren. Wunderbar. Das ist perfekt. Einfach stehen lassen und nachher machen wir das mit dem Blumenkohl weiter. So, 4 Scheiben reichen. Also ihr seht ja, es ist nichts Vegetarisches heute. Da kommt schon ein bisschen Speck rein. Aber das ist alles Geschmack. Fett ist ein Geschmacksträger. Und ihr könnt ja natürlich auch darauf verzichten. Ja, ihr könnt ja nur reines Gemüse reinmachen. Ja, dann wird es ja ein bisschen vegetarischer. Aber wir machen es so, wie ich das von meiner Mama kenne. So, dann passt es. So, dann verbraucht man tatsächlich alles, weil da aufheben, das lohnt sich nicht.
So, jetzt haben wir dann Speck, alles aufgeteilt, wunderbar. So, jetzt 3 Gurkenscheiben. So, kann man hier, wenn noch was absteht, das kann man abschneiden. So. Hier auch. Eine brauchen wir noch. So, wunderbar. Und die eine ist übrig. Das ist dann immer für den Koch. Zwiebeln. Ich habe die Schalotten genommen. Ist ja ganz einfach. Die kann man dann so schön. Manche lassen die sich in der Mitte teilen. Ihr könnt auch normale Zwiebeln nehmen, in Streifen schneiden oder in Scheiben schneiden, wie ihr wollt. Das einfach so drauflegen. Das reicht ja vollkommen. So, und dann geht es weiter. Da brauchen wir Zahnstocher. Zahnstocher brauchen wir 4 Stück. So, und jetzt rollen wir das Ganze ein. Das heißt, mit den Händen schön festhalten und dann nach vorne rollen. So, und dann ist es eingerollt und dann einmal einstechen und auf der anderen Seite wieder raus. So, dass es ein schönes Päckchen gibt. So, bei den zweiten genauso. Schön stramm ziehen, dass da nichts rausläuft. Ja. Und dann einmal reinstechen. Hoppala, das kann natürlich auch passieren, dass uns so ein Zahnstocher bricht. So, 2. So, 3. 3. Und dann, der wollte sowieso raus wollen. 5. So. Dann immer gucken, dass es nicht rausfliegt. Also schön in der Mitte bleibt eine Rouladen. Also kleine bisschen Fummelarbeit. Hier noch ein bisschen Speck raus. Das packt man auch wieder rein. Aber wenn man Zeit hat und Lust hat und Geduld, dann funktioniert das alles einwandfrei. So, das sind unsere 4 Päckchen. Was wir jetzt machen müssen, ist einmal eine Pfanne und einen Topf einschalten, dass er heiß wird, dass man die Rouladen anbraten kann. Und wie es weitergeht, zeige ich euch gleich. Topf habe ich aufgestellt. So, ich habe hier noch so eine Bratpfanne, wo das nachher reinkommt und man in den Backofen reinschiebt. Den Backofen könnt ihr auch gerne schon anmachen, vorheizen auf ungefähr 150 Grad. Ja, und das schiebt man dann nachher in den Backofen für ungefähr 4 Stunden rein. So, Scheiß. Achtung, nehmt euch am besten einen hohen Topf. Ja, das macht ab und zu mal eine Sauerei. Einfach reinlegen. So. Yeah, clap your hands, say it together. East and South and Poland. So, angebraten sind die. Mit dem Zahnstocher halten die ja zusammen. Die kann man dann jetzt rausnehmen und dann ja, kommen die hier in die Schüssel. Und was wir jetzt reinmachen, ist sind die Reste, die Abschnitte, ja, von der Zwiebel, von dem Blumenkohl, der Wacholder, die Lorbeerbeeren
Blätter, eine Karotte. Ja. Hops, da ist Lauch, ist runtergehagelt. Das wollten wir ja nicht. So. Es gibt ja die 6-Sekunden-Regel, aber so schnell bin ich nicht. Deswegen wasche ich das nochmal kurz ab. Und dann kann das ja wieder da rein. Und dann einfach auch wieder ein bisschen anbraten, dass die Röstaromen da sind. Wenn zu wenig Öl ist, einmal noch ein bisschen Öl dazu. So, und dann kommen dann die 2 Esslöffel Tomatenmark rein. Yeah, clap your hands, say together. So, und dann ungefähr die Hälfte von dem Wein aufgießen und runterkochen lassen. East and South and Poland. Everybody a chance to meet us. Tune that rack, the Chemek rack. Call the evening kid, get that you meet. So runter eingeholt, dass es keine Flüssigkeit mehr gibt und dann das Gemüse so ein bisschen wieder sich anröstet am Boden. An alley in the street. Doing that rack, the Chemek rack. Yeah, Chemek, 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 Chemek. Chemek, 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 Chemek. Chemek, 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 Chemek. So, das Gemüse bildet jetzt so einen Film hier am Boden. Ja. Und wir reduzieren das runter, um die Farbe zu bekommen. Ja. Und die Röstaromen, die sorgen dafür, dass die kräftige Farbe die Soße nachher hat. Deswegen der Rotwein reduziert, der Tomatenmark verbindet die mit dem Rotwein. Ja. Das schließt das Gemüse und sobald es am Boden röstet, wird es halt dunkel. Man muss dann aufpassen, ja. Nicht, dass man dann es zu weit macht. Viele Köche machen so Zuckercouleur rein, so eine Zuckerreduktion, die dann die Farbe vom dunkler macht. Man könnte jetzt auch einen Löffel Zucker drauf machen, dann karamellisiert das einfach dann besser. Ich mache es nicht, weil für mich reicht es dann so, wie es ist. Die Soße wird dann automatisch reduziert, wenn die dann jetzt in den Backofen geht. Und der ganze Geschmack vom Gemüse und von dem Fleisch kommt dann in die Soße rein und dann braucht man die nur noch abbinden und fertig ist es. So, dann den restlichen Rotwein hier rein. So, dass sich das alles hier vom Boden löst. So, dann kann man das ausmachen. So, und dann das Ganze über die Rouladen geben. So, alles aus dem Topf raus. So, wunderbar. Das passt. So, ich stelle das mal hier, dass ihr das besser seht. Wichtig ist, ja, dass die Rouladen abgedeckt sind. Und dann nehmen wir uns dann einfach ein bisschen Gemüsebrühe oder Rindebrühe. Da könnt ihr gerne so gekörnte Suppe nehmen
einfach mit warmem Wasser vermischen. Bitte kein normales, reines Wasser drauf machen, weil dann ja, ist der ganze Geschmack dann quasi verdünnt. So, jetzt schön so, dass es alles abgedeckt ist. Mit dem Wasser müsst ihr halt gucken, wie viel ihr dann braucht. Ja, wie groß das Behälter ist, wo ihr das dann reinmacht. So, für mich reicht das. Wunderbar. Und das Ganze geht jetzt für 4 Stunden bei 150 Grad in den Backofen. Yeah, clap your hands, say it together. Yes, down south in Poland, everybody a chance to meet us, doing that rack, the Chemek rack. How the evil little kid get that you meet, oh, an alley in the street, doing that rack, the Chemek rack. Yeah, Chemek, 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 oh. Yeah, Chemek, 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 doing that rack, the Chemek rack, blow that thing. Die Rouladen, die waren jetzt 4 Stunden im Backofen. Ihr müsst ja immer aufpassen, ja, immer ab und zu mal reingucken. Wenn die Flüssigkeit so ein bisschen verdampft, dann immer so nachgießen mit Rotwein oder mit der Brühe oder so. Ja. Immer dran gucken, dass sie immer schön abgedeckt sind. Und dann gucken wir uns das mal hier an. So, also man merkt das ja schon in den Fingern, ja, wie weich die sind. Die holen wir dann raus. Schön vorsichtig. Ja, 2. 3, 4 haben wir gemacht und 4 sind auch fertig. Ja. Immer dran denken, dass der Geschmack, der kommt immer durchs Kochen, nicht durch Gewürze. Ja, das heißt, je länger man sich Zeit lässt, desto besser wird das am Ende. So, dann haben wir das fertig. Jetzt kann man ein bisschen auf die Seite stellen. Ja, ich habe den Backofen noch ein bisschen an, auf 100 Grad. Dann kann ich das nämlich hier nochmal reinschieben. 50, 60 Grad reicht ja auch. Ja, die sind ja schon fertig. Wichtig ist halt, dass sie dann warm bleiben. Ja, dass wir nachher warm essen können. So, dann brauchen wir einen Topf, einen Sieb, einfach einen groben Sieb nehmen. Ja, und dann die Soße einfach hier reinleeren. Mit dem Gemüse rein. Das Gemüse ist ja verkocht. Ja, was wir machen noch, ist hier so ein bisschen das Ganze ausdrücken. Ja, das ist der komplette Saft. Dann merkt ihr das. Das wird jetzt zu so einem kleinen Püree, so ein Gemüsepüree. Das brauchen wir jetzt nicht essen, das kommt dann weg. Aber tatsächlich so schön ausdrücken, dass der ganze Saft und der ganze Geschmack aus dem Gemüse jetzt auch bei uns in der Soße drin ist. Genau. So. Dann sieht es gut aus und da haben wir unsere Soße. So. Das kommt dann hier rein und wird dann im Biomüll entsorgt. So. Unsere Soße einwandfrei. Machen wir gleich weiter. So, und dann haben wir noch, was haben wir noch übrig? Einmal unser Blumenkohl. So, der Blumenkohl haben wir ja gekocht. Der ist jetzt kalt. Im Wasser, Salzwasser nehmen, einmal kochen, aufpassen. Ja, wichtig. Ja, wenn die große Knollen sind, brauchen die natürlich länger. Diese Zeitangaben sind dann immer so ein bisschen verrückt, weil wenn ich nämlich so kleine Knolle nehme,
die braucht nur 4 oder 5 Minuten. So eine große, die braucht natürlich entsprechend mehr. Ja? Deswegen einen kleinen Trick. Ja? Wenn das kocht und sie 5, 6 Minuten drin sind, einfach Messer nehmen, ja? Und hier reinstechen. Wenn sich da der Messer richtig leicht durch den Blumenkohl geht, dann ist das auch perfekt. Kann man rausnehmen, kalt machen und dann ist es optimal. So, dann haben wir den Petersilie, Butter, Schnittlauch, Schnittlauch sage ich schon, Petersilie. Die haben wir vorher schon gehackt. Jetzt muss man nur noch das Ei klein schneiden. So, in kleine Stücke. So, einmal hart gekocht. So, wunderbar. So, das machen wir dann wieder in die Schüssel rein. Das ist das Einfache nachher zu benutzen. So, da kommt es da rein. Und jetzt zeige ich euch, wie es mit der Soße und dem Blumenkohl weitergeht. Einmal haben wir die Soße, die schalten wir hier an. Und einmal haben wir den Blumenkohl. Und das geht es auch gleich weiter. So, für den Blumenkohl packen wir dann die Butter rein. Und die Soße, wenn die kocht, dann müssen wir nur noch abbinden. So, eine Schale Petersilie, die Eier, die Semmelbrösel an die Seite, ein bisschen Muskatnuss und natürlich den Blumenkohl. So, die Pfanne wird heiß, die Butter fängt an zu schmelzen, dann kann man ja schon unseren Blumenkohl da reinmachen. So, jetzt habe ich mein Mondamin hier. Die Zubereitung auf 250 Gramm Soße, 3 gestrichenen Esslöffel Mondamin. Das heißt, wenn das kocht, machen wir das dann rein. So. So, der Blumenkohl. So, was wir schon machen können, ist hier einmal salzen, das Ganze. Dann ein bisschen Pfeffer drauf. Yeah, clap your hands, say together. So, die Soße kocht. Dann machen wir 3 Esslöffel Saucenpulver rein. Das sind ja ungefähr 250 Gramm. Den Schneebesen nehmen und verrühren. So, das muss dann natürlich auch ein bisschen kochen. Der Mondamin muss sich ja jetzt ein bisschen verbinden. Ja, also, dann lassen wir dann noch ein bisschen kochen. So, unser Blumenkohl, der ist jetzt schön in der Butter drin. Ja, der kann ruhig ein bisschen Röstaromen kriegen, der kann ruhig noch ein bisschen Gemüse. Kann ja ruhig ein bisschen angebraten werden, dass es dann schmeckt. So, jetzt probieren wir von der Soße. Leute, wenn ihr das so macht, das wird ein Gedicht. So hat es früher auch geschmeckt. Da kann ich mich noch erinnern. So, ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Die Soße ein bisschen runterstellen. Die kann auch ruhig noch ein bisschen vor sich hin köcheln.
So, man sieht ja auch ein bisschen Farbe bekommen, der Blumenkohl. So, darauf kommen jetzt die Semmelbrösel. So, die können auch ein bisschen Farbe bekommen, die Semmelbrösel. Jetzt aber aufpassen, das geht jetzt ziemlich schnell mit den Semmelbröseln, dass sie dann Farbe bekommen, nicht schwarz werden lassen. Wenn ihr die Soße dann noch ein bisschen runter reduziert, da wird der Geschmack ein bisschen kräftiger. Ja. So. Verbindet sich hier alles. So, da kann ein bisschen Muskatnuss noch dazu. Blumenkohl, Muskatnuss, das passt ja wunderbar zusammen. Yeah, clap your hands, say it together. Die Soße kocht. Wunderbar. Die hat ja auch schon die entsprechende Konsistenz. Unser Semmelbrösel kriegen auch Farbe, unser Blumenkohl auch. Ja, wie gesagt, nicht zu dunkel werden lassen. Und dann kann man noch unser Ei hier drauf machen. Die Petersilie. So. Und dann ist es fertig. Ja, der Blumenkohl nach polnischen Art. Und dazu gibt es dann die Rouladen mit der Soße. Und jetzt geht's zum Anrichten. Jetzt geht's ans Anrichten. Also unsere Blumenkohl polnische Art ist fertig. Unsere Soße, die ist ja runter reduziert, gut abgebunden, passt. So, dann nehmen wir uns einmal die Roulade. Ihr könnt ja gerne diesen Zahnstocher dann hier rausnehmen, nicht dass sich die Gäste dann schwer verletzen daran. Den Blumenkohl dazu. Ich kann ja natürlich gerne noch irgendwie eine Sättigungsbeilage dazu machen, wie Kartoffeln, ja, oder ihr kocht euch noch einen Reis oder irgendwas. Ja, also das ist ja gerne euch selber überlassen, was ihr dann dazu nehmt. Mir reicht das heute so. Ja. Die Roulade mit dem Blumenkohl. Da kommt noch ein bisschen Soße dazu. Und ist auch ein leckeres Gericht. Eine Rinderroulade mit Blumenkohl polnischer Art. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn ihr vielleicht noch einen Wunsch habt, was ihr noch kochen soll, sagt mir einfach, schreibt einfach runter. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch, empfehlt mich weiter. Ansonsten wisst ihr, was ihr machen sollt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yeah, clap your hands, say it together.